Hallo meine Lieben, ich wurde gebeten, mal wieder ein Update-Video zu machen zu den neuen Releases im Cricut Design Space und genau darum geht es im heutigen Video. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Wir starten auch gleich schon im Cricut Design Space, aber was ich euch noch sagen wollte, ist, dass ihr auf jeden Fall bis am Schluss dran bleibt, weil da habe ich noch etwas Kleines für euch. Aber jetzt erstmal zu den Neuerungen im Cricut Design Space. Als erstes, was ich euch sagen wollte, ich hatte den letzten Update gemacht im Mai 2022. Und damals war es der Release Version 7.9 und mittlerweile sind wir bei der 7.20 in der Beta-Version. Jetzt, was meine ich mit Beta-Version? Ich gehe hier kurz in die Einstellungen rein und da seht ihr immer App-Erfahrung Beta oder Live. Bei der Entwicklung von Software macht man das jeweils so, dass man oder früher hat man es so gemacht, dass man irgendetwas entwickelt hat und dann hat man Leute einberufen, die das getestet haben anhand von Testfällen und erst dann wurde die Software quasi freigegeben, damit alle anderen das auch nutzen können. Heute macht man das ein bisschen anders bei vielen Sachen, dass man einfach sagt, wir machen eine Beta-Version, das heißt, die ist noch nicht vollständig komplett durchgeprüft, aber sie läuft stabil. Und wir wollen, dass draußen die Leute das einfach mal testen. Wenn irgendwas ist, melden die das. Und erst wenn die dann wirklich durchgetestet ist und für gut befunden quasi und keine größeren Fehler drin hat, erst dann wird die live geschalten. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, wollt ihr mit der Live-Version arbeiten. Das heißt, das ist die geprüfte, die sollte eigentlich wirklich gut funktionieren. Da seid ihr aber auf einer weniger höheren Version. Ich würde behaupten, das war die 7.19, genau. Das ist die Live-Version. Ich bin hier aber auf der Beta-Version und deshalb habe ich hier schon die 7.20. Aber wie gesagt, es kann sein, dass da noch Fehler drin sind. Da dürft ihr euch dann einfach nicht drüber ärgern. Das heißt, ihr entscheidet, wollt ihr eine stabile Lösung, dann nehmt ihr die Live-Lösung, dann habt ihr aber die letzten Neuerungen nicht drin. Nehmt ihr die Beta-Version, kann es sein, dass es Fehler hat, aber dafür habt ihr die letzte Neuerung schon drin. Ne? Das könnt ihr entscheiden. Ich bin, wie gesagt, jetzt auf der Beta-Version mit der Version 27.86. Wie immer hier auch noch der Hinweis, ihr habt jetzt hier zwar das Video, aber ihr könnt immer über Hilfe, könnt ihr hier eingeben Release Notes und dann habt ihr Zugriff auf die Datenbank, wo alles quasi gezeigt wird, was da sich erneuert hat. Mit der 7.10er Version, das war die nächste nach meinem Video, hat es eine Änderung gegeben und zwar, das habt ihr vorhin gerade schon gesehen, dass wir bei den Einstellungen hier das Menü anders aussieht. Das heißt, wir haben hier eine allgemeine Lasche mit der Sprache. Wenn ihr Sachen zur Offline-Nutzung speichert, ob das in die Cloud und auf den Computer geht oder nur in die Cloud. Und eben hier die App-Erfahrung von wegen Beta oder Live. Dann habt ihr den Arbeitsbereich, wo ihr sagen könnt, vollständiges Raster, Teilraster, kein Raster. Die Einheiten, das ist alles nicht Neues. Das Menü sieht einfach ein bisschen anders aus. Ladetyp hatte ich euch auch schon gezeigt, dass ihr hier vordefinieren könnt, wie das Ganze geladen werden soll, damit ihr da jeweils einen Schritt überspringen könnt. Und Benachrichtigungen, da hat es eine Neuerung gegeben, dass dass ihr angeben könnt, wie ihr benachrichtigt werden sollt, wenn jemand mein Projekt mochte, wenn jemand mein Projekt teilte, wenn jemand mir folgt oder wenn ich jemandem folge, wenn der gerade ein neues Projekt geteilt hat. Das hier. Zusätzlich bei dem Release war auch noch, dass es eine einfache Art gibt, wie man Sachen melden kann. Wenn zum Beispiel
ein Copyright drauf ist oder irgendetwas pornografisches, sexuelles drin ist oder Hassrede oder solche Sachen, ne, dass man das merken kann. Aber das zeige ich euch hier jetzt nicht. Ich denke, das ist nicht unser Hauptfokus. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Release und das war der 711er. Und da hat es eine Erneuerung, die ich schon mal angetönt hatte. Sagen wir mal hier Hallo. Ne? Text, den kann ich in der Größe verändern. Und jetzt seht ihr, dass ihr eben neu hier auf den Seiten zusätzliche Ecken habt oder zusätzliche Quadrate habt. Und neu heißt, dass ihr könnt ein Feld vergrößern oder verkleinern. Und was ihr damit beeinflusst, ist der Textumbruch oder der Wortumbruch. Ne? Wie viel vom Wort in dieser Box drinnen Platz hat. Wenn ich jetzt hier sage, machen wir eine Schriftart von 40, mal gucken, wie groß das ist. Das ist ein bisschen klein, ne? Nehmen wir 120 so. Und jetzt schreibe ich hier einfach kurz noch weiter. Die Schriftart kennt jetzt Ö nicht, ne? Schreiben wir schönes Wetter. Und jetzt abhängig davon, wie groß ich dieses Feld mache, habe ich 3 Zeilen, 2 Zeilen. Ne? Das kann ich so beeinflussen. Und was ich auch machen kann, natürlich, ich kann es hier in der Höhe verändern. Ne? Und wenn es größer ist, dann könnt ihr neu auch bei der Ausrichtung sagen, soll es, ne, wir hatten vorhin links zentriert und rechts, jetzt könnt ihr sagen oben, zentriert, unten. Und wenn ihr diesen Textumbruch gemacht habt, ihr könnt es auch sagen, ich werde es wieder ausgeschaltet haben, dann macht er das wie früher, dass er einfach ganz, ganz, ganz weit nach rechts weiter schreibt. Ne? Ansonsten habt ihr eben hier den Pfeil von Vergrößern, Verkleinern, das Drehen, ne? Das kennt ihr jetzt auch schon. Wenn ich hier eine Form eingebe, nehmen wir ja den Stern mal, da habe ich einfach das Drehen und das eben Vergrößern, Verkleinern. Und wenn ich eine Linie einfüge, dann habe ich hier länger und kürzer machen. Ich kann es aber auch drehen. Ne? Das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Dann beim 712er hat es ein paar Änderungen gegeben bei den Tastenkombinationen. Da sind noch zusätzliche dazugekommen. Und Tastenkombinationen, ihr könnt das auch immer angucken. Ich muss hier kurz eine zweite Form einfügen, damit der weiß, was ich machen will. Hier zum Beispiel bearbeiten, dann seht ihr schneiden. Dann steht hier das Command und X. Bei einem Windows-PC wäre das Ctrl und X. Wenn ihr die beiden Tastenkombinationen drückt, dann ist es immer schneiden. Oder Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-D. Das sind solche, die man von anderen Programmen auch kennt, dass ihr eben Ctrl-C kopieren, Ctrl-V einfügen, Ctrl-D duplizieren. Alles solche Sachen findet ihr eben hier. Und die expliziten Erneuerungen, die es hier auch noch gab, war, dass ich neu mit der Maus, ne, wenn ich die Alt-Taste drücke und dann das Element in eine Richtung ziehe, dass sich das Element dupliziert. Das heißt, ich muss hier nicht mühsam vom Element irgendwie, wo hatten wir das? Hier, duplizieren, sondern ich kann entweder D, also Ctrl-D oder Command-D auswählen oder eben ich kann auf das Element draufdrücken, die Alt-Taste gedrückt halten. Beim Mac ist es die Optionstaste und dann kann ich das ganz einfach duplizieren. Das ist eines. Und das andere ist, wenn ich die Ctrl-Taste halte und dann Plus oder Minus drücke, dass es reinzoomt oder rauszoomt. Ich auf meinem Mac mache das gerne so, weil ich habe eine Maus, die ein Rädchen dran hat und da kann ich ganz einfach die Command-Taste gedrückt halten und das Rad nach vorne drehen, dann zoome ich rein, das Rad nach hinten drehen, dann zoome ich raus. Ne? Das ist eigentlich eine ziemlich
bequeme Funktion, wenn man so arbeiten will, eben mit dem Rädchen auf der Maus. Dann gab es auch noch ein paar Neuerungen zu den Profilbildern und den Bannern, die man da machen kann. Also das Hintergrundbild, wenn man ein Profil hat, ist für mich jetzt nicht so wichtig und ich denke auch für viele von euch nicht, von dem her überspringen wir das. Dann kommen wir schon zum 7.13er Release und da gab es eine Änderung in den Schriften, wenn ich hier einen Text eingebe und dann hier zu den Schriften gehe, dann kann ich zum Beispiel auf meine Systemschriften gehen und da, mal gucken, ich habe Snowyland, was ich extrem oft verwende. Das ist die hier und da kann ich jetzt ganz einfach sagen Lesezeichen. Wenn ich hier rausgehe, dann kann ich jetzt einfach sagen, ne, Lesezeichen und dann werden mir die Schriften angezeigt, die ich mir eben markiert habe. Ich gehe wieder zurück aufs System, dann kann ich sagen, Hello Austin ist auch eine, die ich sehr oft verwende. Auch hier Lesezeichen setzen. Dann kann ich auf die Lesezeichen, hier natürlich die Suche leer machen. Und dann habe ich schon diese beiden Schriften, die ich gerne verwende. Lässt sich natürlich auch kombinieren mit den Cricut-Schriften. Wenn ich jetzt sage, das ist eine, die ich super gerne mag, dann kann ich hier auf die Lesezeichen gehen und dann werden wir eben, wird mir die von Cricut plus die beiden, die ich auf meinem PC installiert habe, angezeigt. Wenn ich das nicht mehr will, kann ich auch hier einfach sagen, Lesezeichen entfernen. Das ist eine Möglichkeit. Bei der Version 14, 15 und 16 gab es jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss ich hier erwähnen. Deshalb springen wir jetzt gleich auf die 7.18 rüber. Und was sich da geändert hat, dass ihr bei den Designs neu die Preisangaben habt. Das heißt, wenn ihr hier kein Abo habt, wird euch der Preis angezeigt in schwarz, nicht durchgestrichen. Da würde hier stehen Schweizer Franken oder eben Euro 1. Und da ich aber ein Abo habe, wird der Preis zwar dargestellt, aber er ist durchgestrichen. Das heißt, mir wird hier nichts belastet. Und wenn ihr ein einzelnes Design mal gekauft habt, dann würde hier in Englisch heißt es purchased. Ich nehme an, hier heißt es dann gekauft. Ich weiß gerade nicht, wie das in Deutsch dann, was da stehen wird. Mit dem 7.19er war die große Änderung, dass es für den Cricut Maker 3 und die Cricut Explore 3 einen Lernplan gibt, wo ihr viele Einführungsvideos, Lektionen, solche Sachen zur Verfügung habt. Das habe ich nicht, deshalb kann ich euch das auch nicht zeigen, weil ich arbeite ja immer noch mit dem Cricut Maker und nicht mit dem Cricut Maker 3. Aber einfach hier die Info, es gibt einen Lernplan und der wäre bei euch, wenn ihr eben einen Maker 3 oder einen Explore 3 habt, dann wäre das hier zwischen eurem Profilbild und dem Home, würde hier noch Lehrplan stehen und von da aus könntet ihr da drauf zugreifen. So, jetzt kommen wir zum großen Thema und zwar ist das eben der 27er, der im Moment als Beta-Version zur Verfügung steht, weil der hat schon ein paar coole Sachen drin. Und zwar geht es um die Form. Ich nehme jetzt hier ein Herz. Wie wir gelernt haben, können wir hier mit Option-Taste und drüber schieben, können wir das duplizieren. Jetzt mache ich das ein bisschen größer, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Und was ich neu machen kann, wenn ich beide markiere, dann hatte ich ja vorher dieses Beschneiden, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, kombinieren, glaube ich auch, verbinden und ebnen. Und neu habt ihr hier einen kleinen Pfeil. Was bedeutet das? Das heißt, ihr habt hier mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Genau, verschweißen hieß das vorher. Neu ist es einerseits das Verschweißen, andererseits habt ihr ein Verbinden, Subtrahieren, Schnittmenge und Exkludieren. Wir gucken uns die einzelnen Sachen kurz an. Ich gebe denen kurz eine unterschiedliche Farbe, damit ihr das ein bisschen besser seht. Im Orange. Und dann schiebe ich das eine unter das andere und markiere beide. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, verbinden.
Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber das konnte man ja vorhin schon machen mit dem Verschweißen. Ja, aber neu ist es so, dass das nicht die Form quasi zerstört und ihr dann nur noch ein verschweißtes Element habt, sondern ihr könnt jetzt, wenn ihr hier eines diesen beiden Herzen auswählt, könnt ihr das verschieben. Wenn ihr loslasst, ist es so verschweißt. Wenn ich das hier haben möchte, dann ist es so verschweißt. Ne? Das heißt, ihr könnt das immer noch verändern. Mache ich das kurz rückgängig. Jetzt gucken wir uns noch das nächste an. Das heißt, ich markiere auch wieder beides. Und dann habe ich hier bei dem Kombinieren habe ich das Subtrahieren. Was macht das hier? Es zieht das eine Herz vom anderen ab. Aber das Herz ist immer noch da. Das heißt, ich kann das auch irgendwo anders hin verschieben und jetzt wird es da abgezogen. Das heißt, für euch ist es wesentlich einfacher, Sachen zu Motive zu kreieren, selber zu kreieren, weil ihr so die Elemente immer noch verschieben könnt. Ne? Gucken wir uns das dritte an. Da haben wir Schnittmenge. Das heißt, die Schnittmenge von den beiden Motiven wird angezeigt. Jetzt, wenn ich das hier runter verschiebe, dann habe ich sowas. Ne? Also könnt eben, wie gesagt, immer noch die Elemente verschieben. Dann gucken wir uns noch das vierte an und das ist Exkludieren. Exkludieren heißt, da wo wir die Schnittmenge haben, da wird es abgezogen. Und auch hier wieder das Thema, dass ich das verschieben kann. Und jetzt seht ihr, dass ich hier den Bereich habe, der abgezogen wird. Wenn ich jetzt eben mit diesen verschiedenen Möglichkeiten arbeite und sage, okay, so will ich das haben, so passt das für mich, das will ich auch nicht mehr anpassen, dann kann ich hingehen und sagen, Ebenen zusammenfügen. Und jetzt habt ihr nicht mehr die beiden Herzen, sondern jetzt ist es ein Element. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, was ich hier auch machen kann, habt ihr vielleicht vorhin gesehen, ich kann ausschließen rückgängig machen. Und dann habe ich ganz einfach wieder die beiden ganz normalen Formen und kann irgendwas anderes damit machen. Ne? Subtrahieren und das Element dann einfach eben zusammenfügen. Und dann habe ich hier nur noch dieses Herz, wo dieser Halbkreis fehlt. Das ist eine der wesentlichen Neuerungen. Und das sind auch schon die Änderungen, von denen ich weiß. Und ich finde gerade das letzte, was ich euch gezeigt habe, ne, mit diesen Formen, das hilft wirklich auch, wenn ihr eben neu eigene Designs erstellen wollt. Da könnt ihr dann wirklich, ne, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, ich will einen Halbmond machen. Lösche das hier kurz, nehme hier den Kreis, Optionstaste, verschiebe das, sage dem, es soll gelb sein. Dann nehme ich das hier in den Vordergrund, lege das hier drüber und jetzt seht ihr eben an den Formen auch schon, was da passieren würde. Und ich würde sagen, subtrahieren ist das Richtige. Das ist genauso, weil jetzt habe ich einfach meinen Mond. Jetzt kann ich sagen, ne, der ist mir zu wenig rund noch. Ich möchte ein bisschen mehr von diesem Mond auch sehen. Einmal so. Und wenn das mir dann gefällt, kann ich das markieren und sagen, eben zusammenfügen. Und dann habe ich ganz einfach einen Mond gebildet. Ne? Das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. So, jetzt hatte ich euch noch versprochen, dass ich was Kleines für euch habe. Und da gehen wir wieder zurück auf meinen Arbeitsplatz. Das, was ich euch zeigen wollte, ist, dass ich ein neues Buch bekommen habe, und zwar vom MVG Verlag. Und das Buch selber ist von Lisa Engmüller. Sie hat ein Buch gemacht, Plotten leicht gemacht mit Cricut, und das ist super geeignet, wie ich finde, für Einsteiger. Aber das Design, was sie gemacht hat, auch im Buch drin, finde ich super. Also das wirklich extrem ansprechend. Na?
denke, da stimmt ihr mir definitiv zu. Aber es geht ja nicht nur darum, wie es aussieht, sondern auch, was der Inhalt drin ist. Und da habt ihr wirklich die ganzen Grundlagen, was das Plotten ist, was ist Cricut, Plotter 1x1, Vektor versus Pixel, Schriften installieren, die ganzen Geräte von der Troy bis hoch zum Maker 3, Zubehör von Schneidematten, Folienmaterialien bis hin zur Magpress, die ist auch drin. Dann die Werkzeugübersicht und wie ihr die Werkzeuge einsetzen könnt. Dann der Cricut Design Space. Und dann hat es hier Projekte, die ihr dann nachbasteln könnt. Und eben eine Werkzeugübersicht. Also ich finde es wirklich, es ist absolut super gemacht. Und ich würde das auf jeden Fall jemandem schenken, der gerade frisch angefangen hat mit dem Plotten oder auch solche, die schon etwas länger plotten und nach neuen Ideen suchen, ne, mit den DIY-Projekten, die hier drin sind. Finde ich wirklich eine coole Sache. Und das extrem Coole hier dran ist, dass ich nicht nur ein Buch bekommen habe, sondern ich habe 3 Bücher bekommen. Und vielen, vielen, vielen Dank an den MVG Verlag, dass ihr mir die wirklich geschickt habt. Finde ich super. Ich bin jetzt so egoistisch und werde ein Buch für mich behalten. Ne? Tut mir leid, aber das muss sein. Aber ich habe noch 2 Bücher. Und was mache ich jetzt mit denen? Ne? Und ich dachte mir, das wäre doch cool, das hier zu verlosen, weil beim letzten Mal hatten sich auch einige gemeldet, wo ich schon mal ein Buch gezeigt hatte, wo es ums Plotten ging, dass ihr da wirklich Interesse habt, und wir machen es diesmal auch wieder gleich. Das heißt, ihr schreibt mir in die Kommentare einfach rein, ob ihr Interesse dran habt, das Buch zu gewinnen. Das ist das eine, und schreibt mir gerne auch dazu, wie lange ihr schon plottet. Und es macht natürlich mehr Sinn, dass sich da wirklich die Leute melden, die ein Cricut-Gerät im Einsatz haben, ne? Und dann werde ich einfach nächstes Wochenende die Verlosung machen. Das heißt, ich werde dann diejenigen, die sich gemeldet haben, kleine Zettelchen machen und da aus einem Topf 2 Zettel rausziehen, die dann diese beiden Exemplare gewinnen können. Also je eins natürlich, ne? Also von dem her, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir das unten in den Kommentar rein und auch eben, wie lange ihr schon plottet. Und das war es tatsächlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Eben die ganzen Release-Updates im Cricut Design Space und auch noch hier dieses super Buch. Und ich hoffe, die Infos waren hilfreich für euch, dass ihr da wieder up-to-date seid quasi. Und dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll